Ja, herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Motorüberholung. Hier seht ihr jetzt nochmal die Sachen aus dem ersten Video, wie ich die Ölpumpe und Steuerketten alles ausgebaut habe. Nur nochmal zum Abrufen. Wie gesagt, das haben wir schon alles gemacht. Ja, in diesem Video kommen wir jetzt endlich dazu, die ganzen Sachen wieder einzubauen, vernünftig zu machen. Und ja, los ging's, dass ich alles schön mit Bremsenreiniger sauber gemacht habe, damit das alte Öl und der alte Schmutz und Schmodder, damit das alles weg ist, damit die neuen Teile also vernünftig eingebaut werden können. Hier sieht man jetzt schon die gereinigte Fläche, wo die Ölpumpe nachher wieder eingebaut werden muss, da wo die Pfeile sind. Hier kann man jetzt die ausgebaute Ölpumpe nochmal sehen. Ich habe da also mehrere Fotos gemacht. Man kann diese Ölpumpe komplett zerlegen. Und ja gut, hier ist das alles noch nicht gereinigt, aber es dient ja nur als Anschauungsmaterial. Hier sieht man, wo nachher das Ölpumpenritzel aufgebracht wird. Hier sieht man die beiden Ölpumpenräder. Man kann also sehen, links gehört der längere Bolzen hin. Man kann sie also auch gar nicht falsch zusammenbauen letztendlich. Da ist die Ölpumpe bereits eingebaut. Die 3 Schrauben werden mit dem passenden Drehmoment festgezogen, damit alles wieder vernünftig funktionieren kann. Da sind die beiden Ritzel, die gehören auf die Kurbelwelle. Man muss sie also wirklich in dieser Reihenfolge einbauen. Als erstes kommt das schmalere Ritzel. Hinterher kommt das breitere Ritzel erst drauf. Hier ist also das schmalere Ritzel schon eingebaut. Achtet darauf, dass ihr sauber arbeitet und ja, dann wird später auch alles gut funktionieren. Das ist jetzt ein Kettenspanner für die Ölpumpe. Der sitzt also im unteren Bereich, quasi unter der Ölpumpenkette. Da ist er eingebaut und ja, dieser Kettenspanner wird einfach nur aufgesteckt. Hier sieht man jetzt das Ritzel von der Ölpumpe, das ist jetzt auch noch ein altes Ritzel, aber das sieht genau aus wie das neue, nur ein bisschen dunkler. So sieht das Ritzel dann auf der Ölpumpe später. Hier ist das Ritzel bereits aufgebracht. Man nimmt also die Ölpumpenkette zusammen mit diesem Ritzel und baut die Teile zusammen ein, sonst geht das nicht. Man muss dann das Ölpumpenritzel blockieren. Ich habe da ein Stück von so einer Knarrenverlängerung genommen. Und dann kann man auch mit einem T45-Bit das Ölpumpenritzel festschrauben, auch mit dem richtigen Drehmoment. Wichtig dabei ist noch zu erwähnen, dass der obere Teil der Kette ganz stramm sein muss. Sie darf also nicht durchhängen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der obere Teil der Kette ganz stramm angebracht ist. Als nächstes kommt jetzt das zweite Ritzel auf die Kurbelwelle. Achtet darauf, dass zwischen den beiden Ritzeln kein Öl ist und auch kein Schmutz ist. Diese beiden Ritzel werden mechanisch quasi nicht verbunden, nur die werden später durch die Kurbelwellenschraube so fest aneinander gedrückt, dass sie sich also nicht mehr einzeln verdrehen können. Also ganz wichtig, zwischen den beiden Ritzeln sollte kein Öl und kein Schmutz sein.
Jetzt habe ich dann die Öldüse für die Steuerkette eingebaut. Diese Öldüse, die ist ganz wichtig. Die schmiert die Steuerkette und das Ritzel, was da drunter ist. Hier sieht man also sehr schön, dass die Öldüse genau auf das Steuerkettenritzel zielt. Also wenn ihr das bei euch mal kontrollieren solltet und da ist irgendwie was verbogen und ihr seid euch da nicht sicher, die Öldüse zielt genau da oben auf das Ritzel von der Steuerkette. Die Öldüse reißt mal ganz gerne ab beim Smart. Die findet man dann unten in der Ölwanne wieder. Das passiert immer dann, wenn sich die Steuerkette gelenkt hat oder wenn die Spannvorrichtung für die Steuerkette nicht mehr ganz in Ordnung ist. Dann lenkt sich die Kette und kommt an diese Öldüse dran und dann wird die Öldüse abgerissen. Tja, und dann hat man ein Problem. Das hier ist jetzt der hydraulische Kettenspanner. Rechts das alte Teil, links das neue Teil. Dieses Teil wird gebraucht, damit die Steuerkette immer stramm gehalten wird. Das Teil hier ist eine Gleitschiene für die Steuerkette. Diese Gleitschiene, die sitzt gegenüber dem hydraulischen Kettenspanner und diese Gleitschiene, die sorgt dafür, dass die Steuerkette später vernünftig geführt wird und nirgendwo hängen bleiben kann und dass die auch immer stramm ist. Hier sieht man jetzt, wo diese Gleitschiene angebracht wird. So sitzt diese Gleitschiene dann später, wenn die Steuerkette angebracht ist. Hier habe ich das nur mal zu Demonstrationszwecken eingebaut. Und ich werde jetzt gleich diese Gleitschiene dann nochmal demontieren, weil das sonst mit der zweiten Schiene, die ihr hier sehen könnt, alles ein bisschen eng geworden ist. Diese Gleitschiene, die man jetzt hier sieht, das ist die Kettenspannerschiene letztendlich. Und diese Kettenspannerschiene habe ich euch ja schon gezeigt. Die hängt am Zylinderkopf mit dran. Die hatte ich ja ausgetauscht. Und diese muss eben samt Zylinderkopf von oben auch noch zu der Steuerkette eingefädelt werden. Und das war jetzt alles ein bisschen eng, das so darzustellen. Deswegen habe ich diese andere Gleitschiene nochmal ausgebaut, damit ich das hier besser zeigen konnte. Das ist jetzt der Steuerkettendeckel von der Innenseite zu sehen. Da wo die Pfeile sind, habe ich euch ja schon gezeigt, wie man diesen Dichtungsring austauscht. Das ist hier also schon geschehen. Und außenrum sieht man diese graue Silikonmasse. Das ist dieses Dirco hitzebeständige Silikon. Bekommt man auch im Internet. Und ja, das kann man ruhig so ein bisschen satt da drauf schmieren. Und dann setzt man den Steuerdeckel mit den Schrauben wieder an seinen Platz und schraubt die Schrauben natürlich mit dem passenden Drehmoment alle wieder fest. So, da haben wir wieder ein ganz gutes Stück geschafft mit diesem Video. Sind mal wieder ein Stückchen weitergekommen mit unserem Motor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich beim www.smartforum.de. Ist ein tolles Forum, da habe ich sehr viele, sehr gute Informationen herbekommen. Und vielen Dank nochmal an alle. Und ja, wenn euch meine Videos gefallen, bitte abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Jo, wir sehen uns beim nächsten Video.